Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute ist Allerheiligen und ich möchte eine Botschaft für alle machen und am Ende könnt ihr noch was auswählen. Es ist ein wichtiger Tag für mich und ich bin gespannt, was wir mitkriegen. Die Blumen liegen hier schon mal ganz gut. Ein Geschenk, das auf Umwegen kommt. Eine Verstrickung, die sich auflöst oder erlöst. Das Treffen mit einer Dame. Es kann auch ein Mutterthema sein, das sich hier auflöst oder zu Wohlgefallen irgendwie wird. Das Außen nimmt hier sehr viel Einfluss. Man wird wahrgenommen, man wird gesehen. Möglicherweise gibt es auch Umstände, die wir nicht kontrollieren können und diese werden hier aufgelöst. Ja, hier sind Elternthemen, wen hätte es gewundert? Ahnen, Elternthemen. Irgendwie ist hier auch im Unterbewusstsein nur diese Kraft und Stärke, die man braucht. Möglicherweise denkt man auch über die Vergangenheit nach und kann sie ganz gut so stehen lassen. Es ist eine sehr stabile Energie. Wir haben hier das Umfeld, die Häuslichkeit, die Personen, die uns am Herzen liegen. Es kann etwas in Fahrt kommen, was aus der Vergangenheit kommt und jetzt sehr erdend wirkt. Man sieht auch sowas wie Einladungen, Treffen. Man hat hier Seins, ne? Man baut auf ein gutes Fundament. Die Umgebung ist für die nähere Zeit wichtig. Und es geht darum, etwas, was an uns nagt oder was uns beschäftigt oder bearbeitet innerlich. Ich sag mal, es bearbeitet uns, nicht wir bearbeiten es. Das kriegt hier irgendwie einen neuen Dreh. Wir gehen irgendwie aus einem Mangel raus. Wir brauchen auch das gute Fundament, das sich hier zeigt, denn wir haben hier so eine Energie, die uns ein bisschen Stress mitbringen kann von außen. Und wir sind hier aufgefordert, vielleicht auch uns zurückzuziehen, das Außen ein bisschen weiter wegzulassen. Sozusagen auch dieses, ich knipse heute mal das Außen aus und besinne mich nur auf das, was mich ausmacht oder was mir wichtig ist. Anstatt irgendwo wieder was zu geben oder rein zu investieren. Gleichzeitig hat die Maus ja auch was Gutes, denn sie nimmt in unserem eigenen Haus hier diesen Stress irgendwo weg und bringt etwas mehr in die Ruhe. Füllt auf das, was nicht im Vertrauen war. Ja, hier darf man für sich einstehen, sich streitbar machen. Hier unten ist so dieses neue Kapitel, das man irgendwo aufschlägt oder auch die Erfahrungen, die wir hier machen. Es ist sozusagen ein Konflikt, der einen Konflikt lösen kann. Eine Diskussion, die ansteht, die eine neue Erfahrung schafft. Und wir gucken hier auch in Nachrichten, die Harmonie mitbringen. Das Thema Familie ist hier sehr hoch oder auch Harmonie. Etwas stehen lassen, einen
eine Situation mit anderen Augen betrachten, könnte man es nennen. Hier ist die Großzügigkeit gefallen und unterm Deck ist noch der Himmel wacht über uns. Das ist jetzt spannend, ne? Wir haben ja in der Mitte das Geschenk und hier das Außen dabei. Und die Karte mit der Großzügigkeit sagt auch, dass wir aufgefordert sind, für die weitere Zeit auch Unterstützung ins Außen zu geben, etwas anderen zur Verfügung stellen, damit man so diesen Wohlstand im Flow hält. Also hier ist praktisch ein Geschenk, das man wieder auch weitergeben kann. Man bekommt etwas zurück, so dieser ewige Kreislauf. Es kann jetzt auch sein, dass man irgendwo was ehrenamtlich macht, dass man irgendwo Zeit zur Verfügung stellt, die man lieber mit sich selbst verbracht hätte oder so. Bei manchen sind es auch finanzielle Mittel. Aber hier geht es ums Geben und Nehmen und vielleicht auch um ein Thema, wo man endlich so weit ist, dass man das, was man geerntet hat, auch wieder aussehen kann. Sowas alles, ne? Wir sind geschützt, der Himmel schützt uns auf diesem Weg und auch unser Eigentum. Das heißt, wir haben uns an eine Stelle gearbeitet, wo wir aus den Vollen schöpfen können und von da an auch wieder was weitergeben. Wir gucken, welches Krafttier hier mitkommt. Die Entwicklung mit der Heuschrecke. Man kann sozusagen große Sprünge machen und Fortschritte auf dem eigenen Weg. Und es öffnen sich neue, ungeahnte Räume für einen. Hier geht es sozusagen darum, dass man alle Möglichkeiten hat, Vielfalt, sich nicht begrenzen auch irgendwo. Wir haben ja jetzt hier die Eulen im Außen und die Heuschrecken können tatsächlich auch symbolisch dafür stehen, für Erneuerung, Ergänzung. Aber wenn sie in Massen kommen, dann können sie auch zerstören oder Unruhe mitbringen, ne? Das sieht man hier. Also jedenfalls geht es darum, dass man sich auf dem Rücken der Heuschrecke tragen lassen kann, große Sprünge machen, Fortschritte erzielen. Man darf auch flexibel und offen sein, die nächsten Schritte genau angucken, Vorhaben, die Erfolge bringen und sich der Fülle der Möglichkeiten auch. Ich habe das Gefühl, hier ist auch so ein Geschenk, das wir noch nicht richtig erkannt haben, zur Verfügung, das unseren Mangel auch auffüllt, ne? Ich meine, wir haben hier Mangel im eigenen Haus und hier wird gesagt, sei großzügig, gebe was weiter, um das Ganze wieder in den Flow zu bringen. Wir nehmen noch ein Vögelchen, dann lassen wir die Legung so stehen und dann dürft ihr noch dranbleiben für eine kleine Botschaft für euch persönlich. Wir haben den Buntspecht. Ich klopfe an eine teils verschlossene Türe deines Herzens und möchte dich auffordern, wieder das Herz auf der Zunge zu tragen und nicht gegen deinen eigenen Rhythmus anzukämpfen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch und bis morgen. Hier bin ich wieder.
schauen wir, was ich euch persönlich noch mitgeben darf. Wir machen 2 Stapel. Hier unten haben wir Ernte die Früchte deiner guten Arbeit. Und jetzt gucken wir mal, was wir wählen. Ich würde rechts nehmen und wir schauen. Ihr habt oder wir haben das 5. Haus. Das 5. Haus ist ein Haus des Elementes Feuer und es geht um Selbstverwirklichung und Kinder. Und die Sternzeichen des Elementes Feuer, wieder Schütze und Löwe. Wir haben die Elfen, da geht es um das Thema Verspieltheit. Ja, hier gibt es eine Lektion, die wir lernen sollen. Irgendwo steckt hinter irgendwas ein versteckter Segen. Und wir kriegen hier gesagt, dass alle ein bisschen unterschiedlich sind. Möglicherweise denkt man hier auch von sich selber, man passt nicht in die Welt, man ist anders als andere. Und auch das könnte ein Segen sein, wenn nicht immer alle gleich sind. Ne? Hier sind Veränderungen und Transformationsprozesse, die an einem bestimmten Muster dranhängen, das wir uns gestrickt haben. Und hier kommt eben die Aufforderung, bei unserer Selbstverwirklichung ein neues Muster zu stricken, eine neue Farbe zu verwenden, den Segen hinter einer Veränderung auch zu entdecken und mit möglichst verspielter Energie da dran zu gehen. Innere Kindthematiken sind hier auch zu sehen. Wenn vieles sehr ernst genommen wurde oder die Lebensenergie sich auch so schwer gezeigt hat, dann rät die Karte hier mit den Elfen, dass wir einfach mehr in den Fluss des Lebens zurückkehren, dass wir Spaß haben, dass wir uns Auszeiten gönnen, dass wir mal etwas tun, was wir sonst nie tun würden und dass wir eben das, was vor uns liegt, so möglichst mit einem kindlichen Blick annehmen und nicht mit einem Muster, das wir schon gestrickt haben. Und dass wir für unser Wohlergehen sorgen, psychisch, physisch, über die Nahrung. Ja, das war unsere Botschaft. Dann gucken wir uns die andere Seite an. Halt, ich wollte noch ein Vögelchen drauf springen lassen. Ich meine, wir haben hier vielleicht auch irgendwo ein Muster, das uns hindert, Neues mit Begeisterung anzupacken oder mit, man denkt, man ist nicht gut genug oder man wäre schlechter als die anderen, sowas alles kann sein. Ne? Das Kreuzchen. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Weisheit, Klugheit und neue Ideen. Ich führe dich durch dunkle Zeiten deines Lebens, unterstütze dich bei Bewältigung verborgener Ängste. Verborgen könnte ein Muster sein, das wir gar nicht richtig erkennen, das uns abhält. Ne?
So, dann nehmen wir die andere Seite. Ihr habt Venus mit dem kleinen Glück, der Schönheit und der Liebe. Ihr habt den Hüter des Landes mit dem Thema Schutz. Und ihr habt hier etwas Unbekanntes, was sich euch eröffnet. Ein Moment, wo man denkt, man fällt hier ins Bodenlose. Aber auch ein Moment, der Wechsel mitbringt, Veränderung. Und es kann sein, dass man hier mit angezogener Handbremse irgendwie fährt. Man kann irgendwie keine richtige Wahl treffen. Man fühlt sich blockiert und hat vielleicht auch Befürchtungen, wenn man etwas anpackt, was man nicht kennt, könnte es schief gehen. Ihr habt Ordnung schaffen mit dabei und ihr habt, ja, schaut auf Aspekte, die von außen kommen, die eure Herzensangelegenheiten betreffen. Vielleicht habt ihr auch zugemacht, ne? Ich meine, wir haben hier die Liebe, das kleine Glück, die Liebe liegt auch hier. Vielleicht muss man da wieder mal öffnen für die Liebe oder gucken, was mache ich noch mit Liebe. Im Prinzip innerliches Aufräumen auch. Hier geht es auch darum, dass die Karte sagt, dass wir gut so sind, wie wir sind. Egal, was war oder passiert ist. Dass Wertschätzung wichtig ist und dass wir uns nicht um das kümmern sollen, was im Außen auf uns einstürmt. Auch nicht die Urteile oder Erwartungen anderer. Das ist nämlich auch manchmal ein Punkt, warum man eine Chance nicht ergreift. Es geht auch darum, für sich selbst gut zu sorgen, Zeit mit Menschen zu verbringen, die Energie anheben, anstatt einen runterzuziehen. Und die Karte sagt auch einfach, dass wir von oben bewacht sind und wir können uns in größere Höhen schwingen. Gut. Dann habt ihr hier noch den Pirol. Hier kann sein, dass es ein bisschen hektisch ist, dass Unruhe, Nervosität da ist, dass kleinere Kummer gibt oder Diskussionen und Gespräche anstehen, aber man kann ja auch vielleicht mal verbal wieder für Ordnung sorgen und sich dem kleinen Glück öffnen. Ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.